Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind wieder auf W50 unterwegs und heute wird ein bisschen die Festung geskippt werden. Ja, ihr seht, wir haben noch 3 Tage noch hier am 6 Tage, was sind das für ein Countdown? Achso, 3 Stunden hier für den Edelstein. 6 Tage, 10 Stunden für Festung 15. Das werden wir nachher gleich skippen, ne? Damit wir hier schon mal dann die Festungsstufe 15 haben. Dann machen wir gleich die Ritterhalle hinterher. Und dann ist nämlich folgender Plan. Es steht ja so langsam schon der legendäre Dungeon in den Startlöchern. Soll ja irgendwann Ende des Monats, Anfang nächsten Monats erscheinen. Genaues Datum weiß man noch nicht. Allerdings, bekommt man dann ja da das legendäre Equipment, ne, die legendären Items und damit halt auch legendäre Einträge im Sammelalbum, wodurch man ja die Chance hat, legendäre Edelsteine zu bekommen. Umso mehr Legendary-Einträge man im Sammelalbum hat, umso höher ist die Chance aus der Mine legendäre Edelsteine zu bekommen. So, das ist natürlich relativ interessant für alle Leute hier auf W50, ne? Da man sich nicht nur komplett neu ausrüstet, equipmenttechnisch von Epics auf Legendaries upgradet, sondern es wahrscheinlich auch viele Spieler gibt, so wie unter anderem auch mich, die, als die Black Gems rauskamen, sich komplett Black Gem-mäßig ausgerüstet haben und wenn jetzt die legendären Steine rauskommen, sich höchstwahrscheinlich komplett legendär Gem-technisch auch ausrüsten werden. Das werden sich wahrscheinlich die meisten nicht entgehen lassen, die zumindest hier ganz, ganz oben weit mitspielen wollen. Unter anderem auch mir. Ja, ich lasse mir das Ganze auch nicht entgehen. Und deswegen ist der Plan, dass ich bis zum legendären Dungeon meine Edelsteinmine noch ein bisschen upgrade. Das heißt von 10. Ja, ich weiß nicht, ich werde mich überraschen lassen, wie viele Stufen wir bis dahin schaffen, weil ich möchte mit einer relativ hohen Edelsteinminenstufe dann natürlich dann auch die legendären Steine finden. So, ne? Bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt mit einer 10er die finden kann, wenn ich die auch schon mit einer, weiß ich nicht, sagen wir mal 15er Mine die finden kann. So, das würde natürlich schon einen heftigen Unterschied ausmachen. So, ne? Aber erstmal alles nacheinander hier. Ne? Das ist jetzt aber auf jeden Fall erstmal so der Plan. Ich lasse erstmal noch so Schatzkammer und Akademie, lasse ich erstmal alles noch so stehen. Arbeiterquartier lasse ich glaube ich auch erstmal noch auf 13. Das ziehe ich nicht gleich auf 14 hoch, geschweige auf 15. Sondern ich werde erstmal ein bisschen gucken, wie sehr wir die Edelsteinmine hochkriegen bis zum Legendary Dungeon. So, ne? Ja, genau, das ist der Plan. Zuallererst aber, ich habe noch einen schwarzen Stein gefunden hier im Mittleren, den bekommen natürlich die Kunigunde. Ne? Das können wir hier austauschen gleich und dann wird die auch schon mal wieder ein bisschen stärker. Die ist jetzt schon fast komplett Black Gem technisch ausgerüstet, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, freut mich auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Lol. Ein kleiner Fehler hier aufgetreten, kleiner Bug exposed hier, ja. So, haben wir das erstmal zerlegt und genau, ja, stimmt, ach ja, genau, wir haben noch den Dungeon hier auch noch vor uns. Ich habe gestern, ne, bevor wir jetzt gleich zum Skip kommen, habe ich hier noch im Dämonenportal gut aufgeräumt. Ich habe gestern von 100% auf 14% das Dämonenportal runtergekloppt. Richtig heftiger Try gewesen, ist hier ein Stärkegegner und ich denke mal, den sollten wir in dieser Episode auch packen, um somit dann halt auch wieder 1% mehr Leben zu haben, denn das ist ja immer schon mal ganz nett. Man sieht kaum, dass der Gegner Schaden macht, man sieht aber auch kaum, dass ich Schaden mache, aber auf lange Sicht gesehen kommt da schon was rum, liegt halt daran, dass der Gegner sehr, sehr viel Ausdauer hat, also wirklich sehr, sehr viel Ausdauer, sehr viel Leben, aber halt dafür relativ wenig Damage macht. Ist so vergleichbar mit den Gegnern nachher später im Olymp. So manche Gegner machen da auch unglaublich wenig Schaden, aber halten richtig, richtig viel aus. Die haben da ja nachher Milliarden Leben und so weiter und so fort. Genau. Ja, jetzt haben wir hier den Wegversperrer. Mal schauen, wie der uns den Weg versperrt morgen. Und ja, wir sind wieder ein Prozent stärker geworden, 26% Portal. Bonus haben wir jetzt mittlerweile schon, das ist gar nicht mal so verkehrt, ja, ist ganz nice und ich würde sagen, bevor wir hier lange rumschnacken, ne, werden wir jetzt die Festung auf Stufe 15 hochziehen. Ich weiß nicht der wievielte, ich bin
12 Ritterhallen, 15 haben wir. Ich bin jetzt der 13., der jetzt die Ritterhalle auf 15 hochzieht. Auch natürlich für die Gilde auch sehr, sehr nice, ne, dass wir da jetzt nicht noch länger warten hier, bis das ausgebaut ist, sondern dass die gesamte Gilde dadurch dann wieder ein bisschen bessere Edelsteine findet. Und vor allen Dingen, auch ganz wichtig, auf der Stufe von 14 auf 15 auch wieder die Prozentchance erhöht wird, schwarze Steine zu bekommen. Ne? Auch wenn jetzt bald die Legendary Steine kommen werden, wird natürlich nicht jeder so verrückt sein wie ich und sich da komplett steintechnisch legendär ausrüsten. Es werden noch genug Leute immer noch schwarze Edelsteine bevorzugen. Deswegen immer noch wichtig, die Ritterhalle erstmal auf 15 hochzuziehen. So, wir skippen das Ganze hier. Zack, wirklich. Und ja, wir wollen es wirklich skippen und haben das Ding jetzt auf 15 hochgeballert. So, jetzt können wir die Ritterhalle ausbauen. Boom. Und haben schon wieder fast keine Ressourcen mehr. Ja. Also ich bin gut am Farmen, ich bin echt gut am Farmen in der Festung. Ich bin jetzt nicht so schlecht dabei, sag ich mal. Guck mal, ich bin sogar vor Paul hier, sehe ich gerade. Aber du findest wirklich komplette Krücken hier in der, in der Arena, in der Festungsarena, sag ich mal, ne, weil, ja, weiß ich nicht, hier sind Leute hier, guck mal, die geben kaum Ressourcen, das ist immer ein bisschen ärgerlich, manchmal sind auch ein paar Leute dabei, so wie er hier, der gibt ganz gut Ressourcen, ab und zu ist auch mal der, ich kann den Namen nicht aussprechen, aus Streamland ist der gibt irgendwie 80, 90k oder so, das ist schon gar nicht so verkehrt. Aber ansonsten geben die Leute hier auf der Stufe echt wenig, bis fast gar nicht. Viele haben auch Verteidigung ausgebaut, die ganzen Losties, ne? Und da kann man nicht viel mit anfangen, so, ne? Da werde ich einfach nur hier den Soldaten einsetzen, um nochmal einen Gegner hier weiter zu skippen, ne? Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück und bekommen hier ein paar hintereinander, aber den greife ich schon wieder nicht mehr an. Das gibt mir halt viel zu wenig so für das, was ich da bekomme. Ja, gut. Ritterhalle auf 15 ausgebaut, ne? Skippen wir gleich den Stein und bauen gleich die Edelsteinmine weiter aus. Und die werden wir jetzt aber nicht skippen, weil so viel Pilze habe ich jetzt nicht mehr. Die werden wir erstmal ausbauen lassen, 2 Tage dauert das noch. Aber wir werden jetzt Tag für Tag immer gucken, dass wir jetzt die Edelsteinmine ein bisschen höher gezogen kriegen. Damit wir halt, wie gesagt, pünktlich zum Legi Dungeon da dann auch mit einer guten Edelsteinmine reingehen. Mal schauen, wie hoch ich die kriegen werde. Ich weiß auch jetzt nicht aus dem Kopf, wie hoch jetzt zum Beispiel Paul seine hat. Ne? Der misst sich ja immer mit mir und ich mich mit ihm so. Ne? Er hat jetzt schon wieder einen guten Vorsprung hier durch die Dungeons. Ne? Und das ist immer, ich weiß jetzt nicht, wie hoch seine Mine ist. Muss ich ihn mal fragen, ne? Aber da möchte ich so ungefähr immer vielleicht so auf einer Stufe sein. So. Ich weiß auch nicht, wie die Leute hier aus der Gilde jetzt so aussehen, was die da für Edelsteinminen haben da. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall werde ich mein Bestes geben, um da die Tage auch eventuell ein bisschen aufzuholen und dann, komplett dann Legi Gem mäßig rumzulaufen. Das wird wieder eine ziemlich teure Angelegenheit werden, ne? Nicht nur, dass wir durch den Dungeon müssen ein paar Mal, um halt alle Legendaries zu bekommen, sondern halt auch eben die Steine aus der Mine dann zu holen und dort dann auch dementsprechend viele Pilze dann zu investieren. Also, so oder so wird das Ganze ziemlich teurer Spaß werden. Es lohnt sich aber auf jeden Fall kurzfristig, ne? Langfristig ist es natürlich komplett dumm. Ich wiederhole es auch nochmal. Ich sage es ja eigentlich fast in jedem zweiten Video irgendwie, dass ihr das nicht zu Hause nachmachen sollt, falls ihr da das nötige Kleingeld nicht dafür habt. So, ne? Und deswegen, ist auf lange Sicht gesehen, ist es halt nicht wirklich ein großer Unterschied. Jetzt für die Kurzfristigkeit ist es wichtig, dass man sich relativ weit oben hält, so hier auf dem Server, ne? Und die Legendary Gems, die geben einen auch kurzfristig einen fetten Boost. Trotzdem werden die Leute, die jetzt zum Beispiel hier bei uns auch weiter unten in der Gilde spielen, wenn die wirklich jetzt über 2, 3, 4, 5 Jahre weiter so durchziehen mit ihrem Playstyle, werden die uns vom Level her so krass einholen,
da ist der Levelunterschied, den wir jetzt zu den Leuten hier weiter unten haben, fast gar nicht mehr so großartig gegeben. Klar, die Leute, die ein bisschen, ja, die kontinuierlich immer reinpilzen, die werden immer einen gewissen Vorsprung haben zu den Leuten, die weiter unten spielen, ne? Ist ja hier in der Ehrenhalle genauso. Allerdings wird halt dieser Vorsprung wirklich relativ gering werden und nachher holen sowieso früher oder später alle auf. So, ne? Früher oder später hat sowieso jeder eine Edelsteinmine auf Stufe 100, früher oder später hat jeder Legendary Gems, früher oder später hat jeder Ritterhallenpunkte auf Stufe 1000. So, ne, das am Ende des Tages ist es nachher, ja, geht sich das nachher alles aus. So, ne? Und das ist halt nur eine Frage der Zeit, wer da als erstes so ankommt. Ne? Was relativ wichtig ist, sind halt so die Raids gewesen, dass man die relativ schnell packt, ne? Weil das halt verlorene Skillpunkte und Erfahrungspunkte sind, ne? Genauso wie mit einem Märchenturm so, ne? Das ist natürlich, wir generieren natürlich jetzt deutlich mehr Gold als Leute, die jetzt noch den Märchenturm auf, ja weiß nicht, bei Stufe 60, 70 oder so haben, ne? Jetzt nur mal so in den Raum geworfen. Und deswegen, ja, sind die Sachen natürlich relativ wichtig. Gut, aber für die Gilde haben wir heute unseren Soll getan. Wir haben das Wichtigste jetzt erstmal so erledigt, Ritterhalle auf 15 gepackt. Ich habe auch jetzt hier beim Gildenpad, habe ich meine Pad-Stufe hier schon mal ein bisschen hochgezwirbelt hier, damit ich hier auch Ruhe habe, denn die nächsten paar Tage oder Wochen, Monate, keine Ahnung, wie lange das dauert, bis das auf 420 hier kommt. Und ja, dann war es das soweit erstmal. Das sind so jetzt meine Pläne für die kommenden Wochen, ne, was jetzt so die Festung angeht. Und ja, auch ganz gut, dass wir hier immer die Edelsteinmine so ein bisschen im Ausbau haben, so ja, generieren auch die Holzfällerhütte hier, die Gilde, ne, und der Steinbruch auch ein bisschen was und ich kann das immer abholen und ich habe nicht übermäßig viele Ressourcen, sodass die quasi ins Nichts produzieren, ne, ist auch ganz gut. Alles klar, das war's soweit. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.